Liebe Freunde, die alle schon mit der Routenplanung für die neue Saison beschäftigt sind, habe ich ein paar gute Nachrichten. Wir waren bei der Bootsmesse auch am Stand der Wasserkarten-App und haben uns die neuesten Infos geholt. Die Wasserkarten-App, die viele auf den Handys oder Tablets nutzen, gibt es jetzt auch für Windows. Für mich ist das eine ganz tolle Sache. Wie viele von euch benutze ich gerne das Notebook zu Hause. Da habe ich einen großen Bildschirm und sitze auf der Couch und kann in Ruhe meine Planung machen und kann schauen, wo ich fahren möchte oder wo nicht. Dank des großen Bildschirms habe ich dadurch auch mehr Übersicht. Einfach in die Browsersuche gehen, Wasserkarten-App eintippen und schon kann man die Seite anklicken, dort auf Download klicken. Dann befindet sich die Datei in eurem Download-Ordner. Von dort könnt ihr installieren, das dauert nur ein paar Minuten und dann habt ihr ein kleines Wasserkarten-Icon auf dem Desktop. Ein kurzer Doppelklick und die Applikation startet. Erstmal keinen Schreck kriegen, die Icons sind ziemlich groß. Man geht in Einstellungen, den Schieberegler und schon sind die Icons schön klein. Auch am PC kann man die Offline-Karten runterladen. Ich habe die hier schon mal runtergeladen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen Apps, die nur online arbeiten. Hier geben wir unsere Bootsdaten ein, wie Länge, Breite, Höhe, Tiefgang und auch die anderen Daten wie Bootsname und MLSI-Nummer. Das ist wichtig für AIS. Hier die Lizenzen, man sieht, meine geht noch bis zum 14. April. Hier ändern wir noch Meilen in Kilometer und Knoten in km/h. Wir fahren hier in der Regel Win und da spricht man nicht von Knoten, sondern von Kilometern. Bei den Routen- und Track-Einstellungen kann man auch die Farbe der Linien und die Dicke der Linien wählen. Wir gehen ganz zurück und dann auf Routen. Hier sieht man unsere gespeicherten Routen. Wenn man draufklickt, sieht man die Route und kann auch sehen, wie viele Kilometer die Route hat. Das ist wichtig, wenn man mal eben schauen will, wie lang die Route ist. Bei den Mitteilungen sieht man wichtige Informationen wie Sperrung von Fahrgewässern und so weiter. Da man draufklickt, ist man sofort an der richtigen Stelle. Wenn man zum Beispiel auf das Brückensymbol klickt, dann sieht man Höhe, Breite, Tiefe und auch die Öffnungszeiten. Aktuell gibt es viele Texte am PC nur in Niederländisch, aber das wird sich noch ändern. Die App befindet sich ja noch in der Aufbauphase. Lila-violette Bereiche sind die Fahrgewässer, wo man schnell fahren darf. Im gesamten Eiselmeer, Markermeer und Teilen des Eimeers darf man schnell fahren. Auch in Seeland kann man teilweise schnell fahren, wie man sieht. Und am Veluwemeer haben wir auch eine 6 Kilometer lange Schnellfahrstrecke. Unser Hafen de Klink mit allen wichtigen Informationen, kommt gerne mal vorbei. Was mir nicht gefällt, dass man verschiedene Orte, wie zum Beispiel Wollenhofe, auf der Karte gar nicht so schnell erkennen kann. Auch zum Beispiel Blockseil erkennt man erst, wenn man tief reinzoomt. Schauen wir uns mal die Autoroute-Funktion an. Wir fahren von Blockseil nach Giethoorn. Man sieht, das Programm wählt eine Strecke, die man so nicht fahren sollte. Dieses letzte Teilstück war früher mal betont, ist aber jetzt sehr flach und das ist nur was für Leute mit guter Ortskenntnis und die genau wissen, ob ihr Boot da lang passt oder nicht. Der richtige Weg führt weiter über die Betonung und dann den Kanal hoch bis zum Passantenhafen in Giethoorn. Jetzt mal umgekehrt von Giethoorn nach Blockseil. Jetzt führt das Programm uns durch die Corneliusgracht. Das können wir überhaupt nicht fahren, trotz unserer eingetragenen Bootsdaten. Die Autoroute-Funktion ist also mit Vorsicht zu genießen. Man sollte auf jeden Fall die gewählte Strecke querchecken. Wenn nicht die richtige Strecke ausgewählt wurde und man nur mal testen will, wie viele Kilometer sind das, dann kann man auch schnell die Route manuell eintippen. Die App entwickelt sich mittlerweile zur eierlegenden Wollmilchsau. Da findet man alle Informationen, die man braucht. Über Brücken, Schleusen, wichtige aktuelle Nachrichten sind dort vorhanden, AIS wird eingebunden. Was will man als normaler Bootsfahrer oder Charterer mehr? Man braucht eigentlich nur noch diese App. Die Entwicklung ist da ja lange noch nicht zu Ende. Bei meinem fest eingebauten Multifunktionsdisplay nutze ich natürlich noch zusätzlich die Navionics-Karten. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch so vermisst. Ich werde im Sommer mal zu den Kollegen nach Amsterdam fahren und mich dort über die aktuellen Entwicklungen erkundigen und entsprechende Verbesserungsvorschläge machen, was man vielleicht noch erweitern könnte, wie zum Beispiel Wind. Für die Turnplanung, die man am PC macht, lohnt sich natürlich ein Jahresabo. Das macht man ja meistens im Winter. Das kostet aktuell lediglich 50 €. Das spare ich allein schon an den Papierkarten, denn die brauche ich jetzt erst recht nicht mehr. Meine Freunde benutzen natürlich noch Papierkarten und es macht natürlich ab und zu Spaß, zusammen mal auf so eine Karte zu schauen. Das kann ja jeder halten, wie er möchte. Die Planungen im Winter oder wenn ich sonst mal was gucke, zu Hause auf der Couch oder auf dem Boot, die mache ich über das Notebook. Während der Fahrt
nutze ich das Tablet mit GPS und für die aktuellen Daten über Brücken, Schleusen. In der Freizeit, wenn ich mal schnell was nachschauen will, dann nutze ich die App auf dem Handy. Wer noch mehr Übersicht braucht, der kann natürlich auch am großen Monitor sich das anschauen, da hat man noch mehr Übersicht. Oder wer mit seiner Crew oder seinem Partner die Turnplanung anschauen will, der kann das auch ganz bequem am Fernseher machen. Da hat man eine riesige Karte. Eine weitere Entwicklung ist der AIS-Empfänger. Entweder den AIS-Empfänger und WLAN für das Tablet oder eben, wenn man schon AIS an Bord hat, einfach einen Multiplexer mit WLAN, den kann man auch ans Tablet anschließen und kann sich die Daten aus dem Bus holen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wollte das für die Saison einfach mal mitteilen, weil ja immer wieder die Frage aufkommt, welche Karten, welche Apps braucht man. Das ist natürlich auch speziell interessant für Charterer, die nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr fahren und sonst nicht auf dem Boot sind. Über Karten und Apps werden wir im Sommer noch ein getrenntes Video machen. Auf eine schöne Saison und viel Spaß beim Planen eurer Turns. Vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Wasser. Wer uns auf dem Wasser sieht, der kann uns gerne ansprechen. Wir freuen uns auf jeden netten Besuch. Bis bald. Euer Boot on Tour.